Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Cormike. Der große Hang ist abgefangen, die Gabionen sind gestellt und bis auf einen Korb weitestgehend gefüllt. Nun kann ich mich dem nächsten Projekt widmen und einen weiteren Teil des Hanges abfangen. Diesen hier unterhalb des Stellplatzes. Dieser kleine Hang hier wurde vor vielen Jahren angelegt und zunächst mit Pflanzen gegen das Abrutschen gesichert. Doch das reicht nicht mehr. Auch hier sollen nun Gabionen zum Einsatz kommen, um den Hang abzufangen. Auf einer Länge von ungefähr 5 Metern und einer Höhe von 50 cm soll auch hier eine weitere Gabionenwand entstehen und diesen Hang absichern. Oberhalb wird erneut ein Beet angelegt. Dieses muss versorgt werden mit Wasser und Strom. Wie ich das Ganze baue, das zeige ich euch jetzt hier im Video. Bleibt dran, gleich geht's los. Um die Gabionenmauer hier entlang zu installieren, muss ein Teil der Erde abgeschachtet werden. Ungefähr 50 bis 75 cm der linken Hälfte. Vorab müssen die Sträucher und Pflanzungen, die hier eingebracht wurden, ausgepflanzt und umgetopft werden. Das wird der Beginn werden. Ich habe die Pflanzen ausgegraben und an meinem anderen Hang wieder eingegraben und nun kann ich eine Richtschnur spannen, um meine Gabionen später besser ausrichten zu können. Die Richtschnur ist gespannt. Die Höhe der Gabionen werde ich später vom ebenen Boden abnehmen. Im Moment geht es mir darum, entlang dieser grünen Spannschnur die Erde sauber abzutragen, dass ich dort meine Körbe platzieren kann. Nach einem Tag Arbeit und 20 Schubkarren voller Erde, die ich weggefahren habe, ist der Graben ausgehoben. Die Wände sind sauber abgestochen und der Boden ist fast komplett ausnivelliert. Da der Boden gewachsen ist, werde ich kein weiteres Fundament einbringen. Stattdessen wird Frostschutz und Verlegekies als Untergrund verdichtet genügen müssen. Auch den Abfluss der Drainage aus der Einfahrt habe ich freigelegt. Das Rohr war zuvor schon stark beschädigt gewesen und fast vollständig mit Erde und Schlamm zugesetzt. Dieses Rohr wird im Rahmen des Projektes ebenfalls neu angebunden und das überschüssige Wasser auf die Wiese abgelassen. Der Überlauf ist eingebunden. Über das T-Stück habe ich eine Revisionsklappe gebaut. Bei Verstopfung kann ich hier mit einer Rudel oder einem Wasserschlauch das Ganze freispülen. Nun fehlt noch das Leerrohr für die Elektroinstallation und der Wasserzulauf für die Bewässerungsanlage. Auch das Leerrohr für die Elektrik und das Wasserrohr sind eingebracht. Diese werden später in einer Ventilbox hinter den Gabionen eingebunden. Nach unten hin ist das Ganze noch offen. Hier werde ich das Ganze zunächst einmal blind legen und dann später verlängern. Nun werden die Rohre noch eingesandet. Anschließend kann ich den Verlegekies aufbringen und den Bereich für die Gabionen festrütteln. Zwischenzeitlich ist auch die Nachlieferung der Gabionensteine eingetroffen. 5,3 Tonnen sind hier zu sehen. Das Ganze erneut im Format 80 x 125.
Mit diesen Steinen werde ich meine restlichen Körbe aus der großen Mauer und die neue kleinere Mauer befüllen können. Die Drainageschicht ist eben abgezogen und eingerüttelt. Der Untergrund ist somit fest und stabil, um die Körbe aufstellen zu können. Diese werde ich nun vormontieren und dann ebenfalls auf dieser Fläche endgültig installieren. Die von mir bestellten Gabionen im Format 1 Meter Breite, 50 cm Höhe und 50 cm Tiefe wurden auf einer solchen Palette geliefert. Im Lieferumfang inklusive sind die Abstandshalter, 2 Stück pro Gabione, die langen Spiralen und die kurzen. Bevor ich diese nun am Hang zusammenbaue, werde ich die einzelnen Körbe vormontieren und anschließend auf die Baustelle bringen. Die Steinkörbe sind fertig vormontiert und bereit zum Transport am Installationspunkt. Die Körbe selber bestehen im Moment aus der Frontseite, dem Boden, der Rückseite und jeweils dem linken Seitengitter. Die Körbe werden nun an ihrem endgültigen Punkt aufgestellt und die unteren Gitter mittels einer kurzen Spirale verbunden. Anschließend kann ich die kurzen Spiralen hier, die im Moment das Seitengitter halten, entfernen und anschließend alle 3 mit der gleichen Spirale wieder verbinden. Dieses Vorgehen ist zwar etwas aufwendiger, aber die Installation dafür deutlich einfacher.
Die Steinkörbe werden zunächst in der Flucht ausgerichtet, anschließend mit weiterem Kies unterfüttert und dann in Waage gebracht. Die Gabionen sind entlang einer Richtschnur ausgerichtet. Das Ganze mit einem leichten Gefälle in den Hang hinein. Hierzu habe ich Verlegekies unter die Gitter gebracht und entsprechend gerüttelt. Der Rest des Bodens wird nun ebenfalls mit Kies bedeckt, um eine flächige Auflage für die Granitsteine zu bekommen. Pro Steinkorb sind 2 Distanzhalter vorgesehen. Diese habe ich in einer Höhe von 30 cm und 30 cm jeweils von den Rändern angebracht. Das Ganze über Kreuz. Nun können die Körbe gefüllt werden. Die Hälfte der Körbe ist bereits befüllt. Die Steinkörbe sind komplett gefüllt. Die Steine an der Front wurden sorgfältig eingestapelt, um eine passende Optik zu gewinnen. Ich werde nun die Deckel aufbringen und anschließend das Schutzvlies. Alle Deckel sind aufgebracht und durch die Spiralen befestigt worden. Um ein Abfallen der Erde in den Korb zu vermeiden, wird auf der Rückseite ein Vlies angebracht. Das Vlies habe ich auf der Rückseite der Körbe mit Kabelbindern befestigt. Somit ist sichergestellt, dass die Erde das Vlies nicht herunterzieht und Schlamm und Dreck dennoch in die Körbe eindringen können. Nun muss ich nur noch meine Verteilerbox einbringen, um Wasser und Strom anzuschließen. Doch das zeige ich in einem späteren Video, denn an dieser Stelle bin ich fertig. Ich habe eine 5 Meter lange Gabionenmauer gebaut, einen halben Meter tief, einen halben Meter hoch, mit Steinen aufgefüllt und fertig zur Bepflanzung des Hangs dahinter. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert meinen Kanal, drückt den Like-Button und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!